Lektion 1: Motivierende Verbindungen. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie unser Netzwerk für langfristigen Erfolg ausbauen können? Ja, ich denke, es ist wichtig, mit Menschen in Kontakt zu treten, die uns inspirieren und unsere Ziele teilen. Genau. Der Aufbau von Beziehungen kann Türen öffnen, von denen wir nie wussten, dass sie existieren. Und es kommt nicht nur darauf an, wen Sie kennen, sondern auch darauf, wie Sie diese Verbindungen pflegen. Richtig. Was motiviert Sie am meisten, wenn Sie über diese Möglichkeiten nachdenken? Mich treibt die Möglichkeit an, von anderen zu lernen und Erfahrungen auszutauschen. Das ist eine tolle Perspektive. Es motiviert mich, wenn auch andere erfolgreich sind. Zusammenarbeit kann zu erstaunlichen Ergebnissen führen, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, können wir so viel mehr erreichen. Lektion 2: Weit entfernte Meinungsverschiedenheiten. Haben Sie von der neuen Forschung zur Möglichkeit von Leben auf anderen Planeten gehört? Ja, aber ich habe gelesen, dass sich viele Wissenschaftler über die Voraussetzungen für die Existenz von Leben nicht einig sind. Genau. Manche glauben, dass die extremen Bedingungen im Weltraum tatsächlich irgendeine Form von Leben beherbergen könnten. Das ist faszinierend. Aber was ist mit den Skeptikern, die diese Bedingungen für zu hart halten? Sie argumentieren, dass es ohne Wasser und stabile Temperaturen nahezu unmöglich sei. Stimmt, aber ist es nicht aufregend, darüber nachzudenken, was wir entdecken könnten? Absolut. Stellen Sie sich vor, Sie entdecken eine neue Art, die all unsere Erwartungen übertrifft. Es würde unser gesamtes Wissen über die Biologie verändern. Was, glauben Sie, ist der Grund für Ihre Skepsis? Ich glaube, es ist vor allem die Angst vor dem Unbekannten, verbunden mit einem Mangel an konkreten Beweisen. Lektion 3: Von Ketten zur Freiheit. Haben Sie jemals über die Geschichte einer Gesellschaft nachgedacht, die den Übergang von der Sklaverei zur Freiheit vollzog? Ja, es ist eine kraftvolle Erzählung über Widerstandsfähigkeit und Stärke. Der Weg zur Befreiung war voller Kämpfe und Opfer. Absolut. Es ist inspirierend zu sehen, wie Menschen trotz aller Widrigkeiten für ihre Rechte gekämpft haben. Und die Kraft, die aus der Einheit in ihrem Kampf entstand, ist unglaublich. Es zeigt, wie wichtig es ist, für eine gemeinsame Sache zusammenzustehen. Genau. Diese Geschichten erinnern uns an den Wert von Freiheit und Gerechtigkeit. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie sich eine solche Gesellschaft zu einer Gesellschaft entwickeln kann, die die Freiheit schätzt. Ja, und es ist eine Erinnerung daran, dass wir stets danach streben müssen, unsere Freiheiten zu schützen. Lektion 4: Gemeinsame Interessen. Welche weiteren Interessen haben Sie neben dem Studium? Ich lese gerne und mache lange Wanderungen in der Natur. Wandern klingt erfrischend. Draußen zu sein, macht den Kopf frei. Genau. Und durch das Lesen kann ich neue Welten und Ideen entdecken. Welche Genres gefallen Ihnen am besten? Ich liebe Fantasy und historische Romane, sie regen meine Fantasie wirklich an. Das sind tolle Entscheidungen. Ich bevorzuge Thriller, sie fesseln mich. Das ist interessant. Wir sollten mal Buchempfehlungen austauschen. Auf jeden Fall. Es macht immer Spaß, das, was wir lieben, mit anderen zu teilen.
Lektion 5. Die Kunst der Geduld. Schöne Farbauswahl für Ihr Gemälde. Gab es während des Malprozesses irgendwelche Herausforderungen? Danke. Ja, ich hatte anfangs Probleme, die Schattierung richtig hinzubekommen. Das kann schwierig sein. Wie haben Sie dieses Hindernis überwunden? Ich bin einen Schritt zurückgetreten und habe die Lichtquellen in meinen Referenzfotos untersucht. Das ist clever. Manchmal hilft eine neue Perspektive, Klarheit zu schaffen. Absolut. Ich habe auch mit verschiedenen Pinseln experimentiert, um die richtige Textur zu finden. Es klingt, als hätten Sie sich wirklich in den Prozess vertieft. Das habe ich. Jede Herausforderung machte das Endergebnis noch lohnender. Es ist wunderbar zu sehen, wie viel Mühe Sie in Ihre Kunst stecken. Lektion 6. Farbeinstellungen. Ich bin neugierig, welche Farben verwenden Sie für Ihre Projekte am liebsten? Ich bin offen für verschiedene Farben, bevorzuge aber Pastell- oder Neutraltöne für eine beruhigende Wirkung. Pastellfarben können so beruhigend sein. Sie verleihen Kunstwerken eine schöne Atmosphäre. Genau. Ich finde, sie ermöglichen es dem Betrachter, sich ohne Ablenkung auf das Motiv zu konzentrieren. Das macht Sinn. Verwenden Sie manchmal kräftige Farben? Gelegentlich, aber normalerweise, um bestimmte Details in meinen Stücken hervorzuheben. Das Ausbalancieren dieser Farben muss eine interessante Herausforderung sein. Das ist es. Die richtige Mischung kann das gesamte Kunstwerk wirklich aufwerten. Ich bewundere, wie sorgfältig Sie Ihre Farbauswahl treffen. Lektion 7. Teamwork in Aktion. Wie hat Ihnen die Teamarbeit bei Ihren letzten Projekten geholfen? Es hat absolut geholfen. Es ist einfacher geworden, Aufgaben zu delegieren und den Fortschritt zu verfolgen. Das ist ein toller Ansatz. Durch Delegieren lässt sich die Arbeitsbelastung deutlich verringern. Ja, und es ermöglicht jedem, seine Stärken in das Projekt einzubringen. Ich stimme zu. Haben Sie eine Verbesserung der Produktivität bemerkt? Auf jeden Fall. Wir können Termine effizienter einhalten als zuvor. Das ist beeindruckend. Zusammenarbeit bringt das Beste aus Teams heraus. Genau. Wenn alle mit anpacken, können die Ergebnisse erstaunlich sein. Ich bin gespannt, wie sich diese Teamarbeit in Zukunft weiterentwickelt. Lektion 8. Sommerleseabenteuer. Der Sommer ist für mich die beste Zeit, um etwas zu lesen. Und Sie? Mir geht es genauso. Ich liebe es, in Abenteuer und Romantikgeschichten einzutauchen. Diese Genres sind perfekt für den Sommer. Haben Sie einen Lieblingsroman? Mir hat eine Liebesgeschichte vor kurzem sehr gut gefallen. Sie war leicht und erbaulich. Das klingt herrlich. Ich bevorzuge Abenteuerromane, die mich in neue Welten entführen. Die können so fesselnd sein. Was ist Ihr Lieblingsabenteuerbuch? Ich würde sagen, die Schatzinsel. Es ist ein Klassiker voller Spannung. Tolle Wahl. Ich liebe es, wie Bücher uns an verschiedene Orte versetzen können. Auf jeden Fall.
Ein gutes Buch kann den Sommer noch schöner machen. Lektion 9, feierliche Details. Ich liebe es, wie Luftballonspartys eine festliche Note verleihen. Was meint ihr? Das tun sie wirklich. Bei manchen Partys gibt es einen Kuchen, manchmal nur Snacks und Getränke. Genau. Luftballons schaffen eine lebendige Atmosphäre, die Menschen zusammenbringt. Und auch auf Fotos sehen sie toll aus. Was ist Ihr Lieblingsparty-Element? Ich würde sagen, der Kuchen. Er ist immer das Herzstück einer Feier. Ich stimme zu. Ein köstlicher Kuchen kann jede Party unvergesslich machen. Wie sieht es mit Snacks aus? Mögen Sie lieber herzhaft oder süß? Ich mag beides, bevorzuge aber herzhafte Leckereien wie Chips und Dips. Das sind immer tolle Partys. Es klingt, als hätten Sie einen guten Geschmack, wenn es um Partyplanung geht. Lektion 10, Abenteuergrundlagen. Ich freue mich schon auf unseren Wanderausflug dieses Wochenende. Hast du alles eingepackt? Ja, ich habe darauf geachtet, leichte Kleidung und einen stabilen Rucksack für die Reise einzupacken. Das ist clever. Es ist wichtig, beim Wandern bequem zu sein. Hast du an das Erste-Hilfe-Set gedacht? Natürlich. Sicherheit hat oberste Priorität, insbesondere wenn wir neue Wege erkunden. Super. Und ich habe eine detaillierte Karte mitgebracht, die uns bei der Orientierung in der Gegend hilft. Perfekt. Eine gute Karte ist unerlässlich, um sich nicht zu verlaufen. Genau. Ich kann es kaum erwarten, die wunderschöne Aussicht von oben zu genießen. Ich auch. Es wird ein Abenteuer voller atemberaubender Sehenswürdigkeiten. Lasst uns dafür sorgen, dass wir zusammenhalten und jeden Moment genießen. Lektion 11, Erwartungen an den Haarschnitt. Schauen wir uns jetzt Ihre Haare an. Sind sie in Ordnung für Sie? Also, ich hätte meinen Haarschnitt an den Seiten gerne kürzer, aber oben etwas länger. Verstanden. Dieser Stil verleiht Ihnen definitiv einen frischen Look. Danke. Ich denke, es ist Zeit für eine Veränderung, etwas Neues und Aufregendes. Veränderung kann wirklich erfrischend sein. Haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie sie stylen möchten? Ich denke an einen eher lässigen Look, der leicht zu pflegen ist. Das klingt perfekt für den Alltag. Ich bin sicher, es wird toll aussehen. Das hoffe ich. Nach einem guten Haarschnitt fühle ich mich immer selbstbewusster. Da stimme ich voll und ganz zu. Ein schöner Haarschnitt kann die Stimmung wirklich heben. Lektion 12, Tanzen lernen. Haben Sie Tanzunterricht genommen? Ja, ich habe in den ersten Wochen Unterricht genommen und es hat so viel Spaß gemacht. Das ist großartig. Welchen Stil hast du gelernt? Ich habe mich auf Salsa konzentriert und war von der Energie und dem Rhythmus begeistert. Salsa ist ein so lebendiger Tanz. Fanden Sie es anfangs schwierig? Ein bisschen, aber der Lehrer hat die Schritte großartig erklärt. Das ist hilfreich. Ich wollte es schon immer mal ausprobieren, hatte aber nie die Gelegenheit dazu.
Probieren Sie es unbedingt aus. Es ist eine fantastische Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Vielleicht nehme ich das nächste Mal einfach an einem Ihrer Kurse teil. Lektion 13: Kundensupport. Also, wie finden Sie das neue Kundenservice-System? Ich finde es gut, dass Sie einfache Anfragen effizient bearbeiten können. Ja, aber was ist, wenn Kunden bei komplexeren Problemen menschliche Hilfe benötigen? Das ist eine berechtigte Sorge. Wir müssen dafür sorgen, dass wir immer eine Möglichkeit haben, jemanden zu erreichen. Genau. Manchmal möchten Kunden lieber mit einem Menschen sprechen, um sich zu beruhigen. Ich stimme zu. Der Aufbau einer persönlichen Verbindung kann die Kundenzufriedenheit erheblich steigern. Es geht darum, Technologie mit einer menschlichen Note in Einklang zu bringen, nicht wahr? Auf jeden Fall. Wir sollten uns für ein Unterstützungssystem einsetzen, das beide Optionen bietet. Guter Kundenservice ist für jedes Unternehmen unerlässlich. Lektion 14: Ansichten zum Krieg. Haben Sie sich schon einmal die alten Uniformen der Soldaten angesehen? Ja, das habe ich. Sie repräsentieren einen bedeutenden Teil unserer Geschichte, aber ich glaube nicht, dass Krieg eine gute Sache ist. Ich verstehe Ihre Sichtweise vollkommen. Krieg bringt so viel Leid mit sich. Genau. Es ist schwer vorstellbar, wie viele Leben durch Konflikte beeinträchtigt werden. Und diese Uniformen symbolisieren sowohl Tapferkeit als auch die harte Realität des Krieges. Ja, und es ist wichtig, sich an die Lehren aus dieser Zeit zu erinnern. Wir sollten nach Frieden streben und Wege finden, Konflikte ohne Gewalt zu lösen. Auf jeden Fall. Den Dialog zu fördern ist weitaus effektiver als zu kämpfen. Ich hoffe, dass zukünftige Generationen aus unserer Geschichte lernen und sich für den Frieden entscheiden können. Lektion 15: Ruhe finden. Haben Sie schon einmal Meditation ausprobiert? Ich denke, es ist einen Versuch wert. Das habe ich. Es kann Klarheit in Ihre Gedanken bringen und ein Gefühl der Ruhe fördern. Genau. Schon wenige Minuten konzentriertes Atmen können einen großen Unterschied machen. Ich stimme zu. Es hilft wirklich, sich zu zentrieren, besonders in stressigen Zeiten. Befolgen Sie beim Meditieren eine bestimmte Routine? Ja, normalerweise suche ich mir einen ruhigen Ort und stelle einen Timer auf 10 Minuten. Das klingt gut. Vielleicht fange ich auch damit an. Das sollten Sie. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Energie zu tanken und den Kopf frei zu bekommen. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren und zu sehen, wie es mir hilft. Lektion 16: Design-Inspirationen. Ich liebe diese einzigartigen und eleganten Designs. Sie fallen wirklich auf. Das tun Sie. Diese Kollektion klingt vielversprechend. Können Sie uns Ihre Meinung dazu mitteilen? Sicher. Ich finde die Farbpalette frisch und modern, perfekt für jeden Raum. Ich stimme zu. Es ist erstaunlich, wie Design die Atmosphäre eines Raumes beeinflussen kann. Genau. Das richtige Design kann Emotionen wecken und eine einladende Umgebung schaffen. Haben Sie darüber nachgedacht, einen dieser Stile in Ihr Zuhause zu integrieren? Auf jeden Fall.
Ich überlege, mir ein paar Stücke anzuschaffen, um mein Wohnzimmer aufzuhellen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich freue mich darauf, etwas Kreativität in meinen Raum zu bringen. Lektion 17: Strategien zum Entrumpeln. Was ist Ihre Strategie beim Entrumpeln? Normalerweise schaue ich in meinem Lager nach oder frage Freunde, ob sie etwas haben, das sie loswerden möchten. Das ist clever. So können Sie Dinge recyceln und gleichzeitig anderen helfen. Genau. Außerdem wirkt mein Raum dadurch offen und organisiert. Haben Sie beim Entrumpeln überraschende Schätze gefunden? Oh, auf jeden Fall. Ich habe einmal ein altes Fotoalbum gefunden, das tolle Erinnerungen weckte. Das ist wunderbar. Es ist schön, Dinge wieder zu entdecken, die einen sentimentalen Wert haben. Ja. Das macht den Prozess noch lohnender. Vielleicht muss ich diesen Ansatz selbst ausprobieren. Lektion 18: Anlageberatung suchen. Ich bin wirklich daran interessiert, mit dem Investieren zu beginnen. Ich werde mein Bestes geben. Das freut mich zu hören. Können Sie mir auch ein paar Anlagetipps geben? Sicher. Ich denke, es ist wichtig, mit der Recherche zu beginnen und die Grundlagen zu verstehen. Auf jeden Fall. Wissen ist der Schlüssel zu klugen Investitionen. Haben Sie sich schon mit bestimmten Bereichen befasst? Ich denke über Aktien und Investmentfonds nach, sie scheinen gute Optionen zu sein. Das sind solide Entscheidungen. Die Diversifizierung Ihres Portfolios kann zur Risikominderung beitragen. Das macht Sinn. Ich werde das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn ich mehr lerne. Wenn Sie möchten, können wir Ressourcen teilen und gemeinsam lernen. Lektion 19: Werkzeuge zur Sternbeobachtung. Haben Sie schon einmal zu den Sternen aufgeblickt und sich gefragt, was Sie sehen? Ja. Es gibt viele Apps, die bei der Identifizierung von Sternen, Planeten und Sternbildern helfen. Das ist unglaublich. Ich habe von einigen gehört, die wirklich benutzerfreundlich sind. Genau. Sie machen das Sternegucken so viel zugänglicher und unterhaltsamer. Haben Sie eine Lieblings-App, die Sie empfehlen können? Ich verwende Skyview sehr gern. Die Navigation ist einfach und die Informationen sind detailliert. Das muss ich mir ansehen. Es klingt nach einem perfekten Begleiter für die Sternenbeobachtung. Auf jeden Fall. Es bereichert das Erlebnis und macht es lehrreicher. Ich freue mich darauf, es beim nächsten Mal auszuprobieren, wenn ich Sterne beobachte. Lektion 20: Hobbys und Interessen. Wie geht es dir? Gibt es etwas Neues in deinem Leben? Ziemlich gut. Hast du irgendwelche Hobbys, die dir Spaß machen? Ja, in meiner Freizeit male und lese ich gerne Bücher. Das klingt wunderbar. Was malst du gerne? Normalerweise male ich Landschaften, die Natur hat etwas Beruhigendes. Das kann ich sehen. Die Natur hat so viele schöne Farben und Texturen. Auf jeden Fall. Und wie sieht es bei dir aus? Was machst du gerne?
Ich lese gerne Romane, insbesondere Krimis und Thriller. Die sind aufregend. Sie halten einen immer in Atem. Lektion 21, Besprechungsvorbereitungen. Ich habe gerade die Besprechungseinladung für nächste Woche erhalten. Ausgezeichnet. Ich werde dafür sorgen, dass die Präsentation bis dahin fertig ist. Super. Meinst du, wir müssen noch etwas dafür vorbereiten? Ich bin der Meinung, dass wir im Vorfeld alle notwendigen Daten sammeln sollten. Guter Punkt. Wenn wir alle Informationen haben, wirken wir professioneller. Genau. Und es hilft uns, alle Fragen zu beantworten, die auftauchen könnten. Sollen wir allen Beteiligten zusätzlich eine Erinnerung schicken? Ja, das wäre hilfreich, um sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Ich werde diese E-Mail später heute verfassen. Lektion 22, Bedenken ansprechen. Mir ist aufgefallen, dass die Vorhänge fleckig sind. Hast du sie gesehen? Ja, ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten. Wir können uns um die Reinigung kümmern. Das wäre großartig. Sie brauchen definitiv etwas Aufmerksamkeit. Sollten wir versuchen, sie selbst zu waschen oder einen Fachmann beauftragen? Ich denke, bei hartnäckigen Flecken kommt ein Fachmann besser zurecht. Einverstanden. Ich werde einen seriösen Reinigungsdienst finden, der uns hilft. Klingt gut. Es ist wichtig, dass unser Raum schön aussieht. Ja, eine saubere Umgebung hat einen großen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen. Ich helfe Ihnen, online einige Optionen zu recherchieren. Lektion 23, die besten Angebote finden. Also, was halten Sie davon, heute neue Möbel zu kaufen? Ja, wir können verschiedene Optionen durchsuchen und das beste Angebot finden. Auf jeden Fall. Es ist immer spannend zu sehen, was es alles gibt. Haben Sie einen bestimmten Stil für die Möbel im Sinn? Ich bevorzuge etwas Modernes mit klaren Linien. Das klingt gut. Ich tendiere zu gemütlichen und einladenden Designs. Eine Mischung aus beidem könnte in dem Raum, den wir haben, gut funktionieren. Genau. Lassen Sie uns unvoreingenommen umsehen. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam finden können. Lektion 24, Frühstücksvorlieben. Was halten Sie von unseren heutigen Frühstücksoptionen? Ich habe Lust auf etwas Leichtes. Nein, jede mittlere Rüstung ist geeignet. Klingt gut. Wie wäre es mit Müsli? Hast du eine Vorliebe? Jede gesunde Option ist in Ordnung, solange sie nicht zu zuckerhaltig ist. Ich stimme zu. Es ist schön, den Tag mit etwas Nahrhaftem zu beginnen. Genau. Ein gutes Frühstück gibt den Ton für den bevorstehenden Tag an. Sollen wir dazu frisches Obst vorbereiten? Auf jeden Fall. Früchte geben dem Ganzen eine schöne Note und stecken voller Vitamine. Ich hacke etwas davon, während Sie den Kaffee kochen. Lektion 25, gesunde Essgewohnheiten.
In letzter Zeit habe ich mich darauf konzentriert, gesünder zu essen und regelmäßig Sport zu treiben. Das ist großartig. Mehr Obst und Gemüse in meine Ernährung einzubauen, hat mir auch wirklich geholfen. Ja, ich habe festgestellt, dass ich mich energiegeladener fühle, wenn ich mehr Grünzeug esse. Genau. Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Stimmung dadurch insgesamt verbessern kann. Ich liebe es, meinen Smoothies Spinat und Grünkohl hinzuzufügen, um die Nährstoffe zu steigern. Das sind ausgezeichnete Entscheidungen. Normalerweise mache ich Salate mit viel Gemüse. Klingt köstlich. Haben Sie Lieblingssalatrezepte? Das tue ich. Ich mische gerne Nüsse, Samen und eine leichte Vinaigrette für den Geschmack hinzu. Das klingt erfrischend. Das muss ich das nächste Mal ausprobieren. Lektion 26: Reisepräferenzen. Ich habe überlegt, Erben für meine nächste Reise auszuprobieren. Ich bin sowohl für Hotels als auch für Erben offen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Genau. Gibt es Viertel, die Sie einem Erstbesucher empfehlen? Ja, ich denke, ein Aufenthalt im historischen Viertel wäre großartig für die lokale Kultur. Das klingt perfekt. Wie wäre es mit Gegenden mit guten Restaurants? Die Innenstadt bietet fantastische Restaurants und ein pulsierendes Nachtleben. Großartig. Ich würde gerne die lokale Küche kennenlernen. Sie werden es nicht bereuen. Das Erkunden neuer Viertel ist Teil des Abenteuers. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung zu beginnen. Lassen Sie uns gemeinsam einige Optionen anschauen. Lektion 27: Die richtige Ausrüstung wählen. Ich überlege, wieder mit dem Laufen anzufangen. Was schlagen Sie vor? In diesem Fall empfehle ich, Laufschuhe anzuprobieren. Diese bieten in der Regel guten Halt. Das macht Sinn. Bequeme Schuhe sind für ein gutes Lauferlebnis unerlässlich. Genau. Sie möchten etwas, das sich bei langen Läufen gut an Ihren Füßen anfühlt. Haben Sie eine Lieblingsmarke, die Sie empfehlen können? Ich hatte immer Glück mit Marken, die sich auf Dämpfung und Stabilität konzentrieren. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich möchte sicherstellen, dass mir meine Läufe Spaß machen. Das sollten Sie unbedingt tun. Es geht darum, herauszufinden, was für Sie funktioniert. Lassen Sie uns gemeinsam einige Optionen prüfen, während wir hier sind. Lektion 28: Klimapräferenzen. Haben Sie schon einmal daran gedacht, an einem Ort zu leben, an dem das ganze Jahr über ein kaltes Klima herrscht? Ehrlich gesagt, fühle ich mich nicht wohl, wenn es zu kalt ist. Ich bevorzuge mildes Wetter. Das verstehe ich. Kaltes Wetter kann eine ziemliche Herausforderung sein, besonders im Winter. Ja, das Tragen mehrerer Schichten kann mühsam sein und schränkt die Aktivitäten im Freien ein. Genau. Ich liebe es, die Natur genießen zu können, ohne zu frieren. Deshalb lebe ich gerne an einem Ort mit 4 Jahreszeiten, aber ohne extreme Temperaturen. Bei mir auch. Ein ausgeglichenes Klima ist für mich ideal. Es macht einen großen Unterschied im Lebensstil und in der Stimmung, nicht wahr? Auf jeden Fall. Lasst uns weiterhin gemeinsam von wärmeren Orten träumen.
Lektion 29, wirtschaftliche Beiträge. Wussten Sie, dass bestimmte Branchen einen Wert von über 600 Millionen Dollar zur Wirtschaft des Landes beitragen? Das ist beeindruckend. Sie bieten doch auch über 23.000 Arbeitsplätze, oder? Ja. Es ist erstaunlich, welchen großen Einfluss ein Sektor auf die Beschäftigung haben kann. Auf jeden Fall. Es zeigt, wie wichtig es ist, lokale Unternehmen zu unterstützen. Ich stimme zu. Wenn wir in unsere Gemeinschaft investieren, profitieren wir alle. Darüber hinaus entsteht dadurch eine dynamische Wirtschaft, die florieren und wachsen kann. Genau. Es ist wichtig, die Beiträge verschiedener Sektoren anzuerkennen. Dadurch schätze ich die lokale Wirtschaft noch mehr. Lassen Sie uns weiterhin unsere lokalen Unternehmen unterstützen, wann immer wir können. Lektion 30, Abenteuer in der Wildnis. Ich freue mich schon sehr auf unseren Wanderausflug dieses Wochenende. Vielleicht entdecken wir ja sogar Wildtiere. Das wäre super. Was sollten wir unbedingt für die Wanderung einpacken? Auf jeden Fall viel Wasser und ein paar Snacks, um unsere Energie aufrechtzuerhalten. Gute Idee. Wir sollten für alle Fälle auch ein Erste-Hilfe-Set mitnehmen. Absolut. Sicherheit geht vor, oder? Wie wäre es mit zusätzlichen Schichten für das Wetter? Ja, in den Bergen kann es kühl werden, deshalb werde ich auf jeden Fall eine Jacke einpacken. Tolle Idee. Und vergessen Sie nicht, eine Kamera mitzunehmen, um die wunderschöne Landschaft einzufangen. Natürlich. Ich möchte unser Abenteuer und alle Tiere, die wir sehen, dokumentieren. Das wird eine unvergessliche Reise.